Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir originale Tiramisu und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen etwas Amaretto, dann Mascarpone, Espresso, Kakao, ein paar Eier, Puderzucker und Löffelbiskuit. Hier die genauen Angaben, die ihr dafür braucht, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hier müsst ihr aber wirklich gucken, wie viel macht ihr. Ich werde euch für die Videobeschreibung ungefähr eine Portion für 4 bis 6 Mann geben. Hier bei der hier mache ich jetzt ein relativ großes Blech, werdet ihr am Ende auch sehen, für gute 8 bis 10 Mann. So, dann starten wir gleich auch. Das allererste, was wir machen, wir brauchen ein paar Kannen Espresso. Ich werde euch gleich sagen, wie viele, wenn ich durch bin, werden aber so um die 5 bis 8 Stück sein. Weil hier ist es wichtig, dass der kalt wird und erst wenn er kalt ist, können wir ihn nämlich weiter verarbeiten. So, ich mache das schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Espresso ist fertig. Ich habe jetzt hier ungefähr 7 große Kannen gehabt. Müsst ihr natürlich dann bei euch gucken, wie groß eure Schüssel am Ende ist und wie viel ihr braucht. Macht aber lieber eines zu viel, dann ist es fertig und auch kalt, weil wenn es heiß ist und ihr es benutzt, würde halt die Mascarpone und alles schmelzen beim Schichten. Deswegen lieber eines zu viel machen als eines zu wenig. So, wir können hier jetzt schon für den Geschmack ganz wenig Amaretto hinzugeben, dass da schon ein bisschen Geschmack mit reinkommt. Und das war es eigentlich schon. Und dann können wir den Kaffee jetzt erstmal auf Seite stellen. Als nächstes brauchen wir 2 Schüsseln. Sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben 6 Eier. Und es ist immer so, es kommen doppelt so viel Eigelb in eine Schüssel und die Hälfte davon Eiweiß. Das heißt, wenn ihr jetzt 6 Eier habt, kommt 3 Eiweiß und 6 Eigelb in die andere Schüssel. Ja? Habt ihr 4 Eier, kommen 2, 4. Ja? In dem Verhältnis halt immer. So, das heißt, wir schlagen die Eier jetzt auf und teilen das Eigelb mit dem Eiweiß. So, soweit sind wir jetzt. Das Eiweiß habe ich extra in eine extra Schüssel gemacht. Das könnt ihr in den Kühlschrank stellen und euch zum Beispiel am nächsten Tag dann ein Omelett damit machen. Also braucht ihr nicht wegzuwerfen. So, wenn ihr soweit seid, nehmt ihr euch einen Rührstab und wir tun einmal das Eiweiß steif schlagen. So soll das Ganze jetzt aussehen. Könnt ihr auch einmal umdrehen. Alles bleibt drin. Das legen wir auf Seite. Dann nehmen wir uns die zweite Schüssel. Hier haben wir jetzt das Eigelb drin. Als nächstes geben wir den Puderzucker hinzu. Sowie die gesamte Mascarpone. So, wir geben noch einen Schluck Amaretto hinzu. Am Anfang nicht so viel. Und mischen das Ganze jetzt einmal durch und schmecken dann am Ende ab. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Und als nächstes nehmen wir unser Eischnee, immer ein Stück, und rühren das mit unter. So meine Lieben, so müsste das Ganze jetzt aussehen. Wichtig, dass das Ganze untergehebt ist. Der Sinn davon ist, dass es schön locker und luftig ist. Ihr seht es auch immer wieder, wenn wir es unterheben, dass so kleine Bläschen kommen. Ja? Ist ganz wichtig, ganz langsam. Und die Creme sollte jetzt halt wirklich homogen sein. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, die einzelnen Schichten aufzubauen. Dafür haben wir hier unsere Form und unsere Löffelbiskuit sowie unser Espresso. Und jetzt machen wir eigentlich nichts anderes, als den Löffelbiskuit in Espresso zu tauchen und dann die einzelnen Schichten zu machen. Tauchen ihn ein und legen ihn hinein. So meine Lieben, wenn die erste Schicht soweit fertig ist, geben wir jetzt eigentlich die Creme drüber und verteilen die überall.
Hier wirklich darauf achten, dass wirklich jede Ecke etwas abbekommt. Hier auch nicht sparsam sein. In dem Fall haben wir halt eine sehr große, aber flache Form. Müsst ihr euch bei euch gucken, wie viele Schichten ihr machen könnt. Aber hier jetzt großzügig verteilen, die Mittelschicht. So, meine Lieben, wenn die Schicht soweit fertig ist, geben wir jetzt die nächste Schicht Löffelbiskuit drüber, genauso wie jetzt am Anfang. So, die zweite Schicht ist auch drauf. Als nächstes können wir die restliche Creme drauf geben und verteilen die einmal vollständig auf der Oberfläche. So, wenn wir soweit sind, alles glatt gerührt haben, kommt jetzt eigentlich nur noch die Schicht Kakao oben drüber. Dafür können wir uns einen kleinen Sieb nehmen und streuen es einfach drüber. So, meine Lieben, der Tiramisu ist theoretisch fertig. Er kommt jetzt eigentlich nur noch über Nacht in den Kühlschrank und kann dann morgen kalt serviert werden. So sieht er nochmal von der Seite aus. Und so von oben. Nicht wundern, wenn ihr jetzt in den Kühlschrank stellt, wird der Kakao noch ein bisschen schmilzen. Ist aber nicht schlimm, schmeckt umso besser dann, weil umso schokoladiger wird es am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Lasst ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Sonst besucht mich auf Insta oder Facebook. Und ich freue mich von euch zu hören, wie euch das Rezept geschmeckt hat und wie ihr es nachgekocht habt. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.